Der lange Weg nach München. Anna, eine junge Frau aus einem kleinen Dorf in der Türkei, träumte schon seit ihrer Kindheit davon, nach Deutschland zu ziehen. Sie war fasziniert von der deutschen Kultur, der Sprache und den Geschichten, die sie über das Land gehört hatte. Vor allem aber war es ihr größter Traum, einmal das berühmte Oktoberfest in München zu erleben. Doch dieser Traum schien lange unerreichbar. Nach Jahren des Sparens und harter Arbeit war der Moment endlich gekommen. Anna hatte einen Studienplatz an einer Universität in München bekommen. Ihr Studium sollte im Wintersemester beginnen und es war perfekt. Das Oktoberfest würde genau in die Zeit ihres Umzugs fallen. Schon Monate vorher begann sie zu planen. Sie wollte pünktlich in München ankommen, um das Fest zu genießen und ihre neue Heimat zu entdecken. Doch wie das Leben manchmal so spielt, kam alles anders als erwartet. Anna hatte die meisten ihrer Dokumente für den Umzug bereits vorbereitet. Sie hatte die Wohnung in München gemietet, ihre Koffer gepackt und die Flüge gebucht. Doch 2 Wochen vor ihrem geplanten Abflug kam eine E-Mail von der deutschen Botschaft. Es gab ein Problem mit ihrem Visum. Ein wichtiges Dokument fehlte und ohne dieses konnte sie nicht nach Deutschland einreisen. Panisch rannte Anna zum Konsulat in ihrer Nähe, doch die Beamten dort waren wenig hilfsbereit. Es kann bis zu 4 Wochen dauern, bis das Dokument bearbeitet ist, sagte ihr einer der Mitarbeiter. 4 Wochen. Das Oktoberfest war in 2 Wochen und Anna hatte schon ihre Teilnahme geplant. Ihr Herz sank. Sie setzte alles in Bewegung. Unzählige Telefonate, E-Mails und Bitten an die Botschaft. Tag und Nacht machte sie sich Sorgen. Würde sie rechtzeitig ihr Visum bekommen? Würde sie ihr Studium rechtzeitig beginnen können? Und, das Wichtigste für sie, würde sie es zum Oktoberfest schaffen? An einem Donnerstagabend, als Anna schon fast alle Hoffnung verloren hatte, bekam sie einen Anruf von einer Freundin, die in Deutschland lebte. »Ich habe da einen Freund, der bei der Botschaft arbeitet«, sagte die Freundin. »Vielleicht kann er dir helfen.« Diese Nachricht war ein Lichtblick für Anna. Am nächsten Morgen sprach sie mit diesem Freund und durch seine Hilfe konnte ihr Visum doch schneller bearbeitet werden. Eine Woche später hielt sie es in ihren Händen. Die Erleichterung war groß, doch die Zeit war knapp. Es waren nur noch 3 Tage bis zum Beginn des Oktoberfests. Anna buchte sofort den nächstmöglichen Flug nach München. Doch wieder einmal legte das Schicksal ihr Steine in den Weg. Ihr Flug wurde wegen eines technischen Problems gestrichen und sie musste auf den nächsten Tag umbuchen. Noch ein Tag verloren. Sie begann zu zweifeln, ob sie es überhaupt schaffen würde, rechtzeitig in München anzukommen. Am Tag ihres neuen Fluges stand sie früh auf und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Die Reise verlief ohne weitere Probleme und als das Flugzeug schließlich in München landete, fühlte sie eine Welle der Erleichterung. Doch sie war noch nicht am Ziel. Der Zug, den sie in die Stadt nehmen wollte, hatte Verspätung und es schien, als ob sie den Eröffnungstag des Oktoberfests verpassen würde. Als Anna endlich in München ankam, war es bereits Abend. Sie nahm ein Taxi direkt zum Festgelände. Die Lichter des Oktoberfests funkelten in der Ferne und der Klang der Musik füllte die Luft. Obwohl sie erschöpft war, fühlte sie sich voller Energie. Sie hatte es geschafft. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen betrat Anna das Festgelände. Die Farben, die Menschen, die fröhliche Atmosphäre, es war alles genauso, wie sie es sich immer vorgestellt hatte. Sie konnte kaum glauben, dass sie trotz all der Hindernisse rechtzeitig angekommen war. In diesem Moment wusste sie, dass all die Anstrengungen sich gelohnt hatten. Sie stand mitten in München, umgeben von tausenden Menschen, die das Oktoberfest feierten. Und sie war endlich angekommen. Nicht nur auf dem Fest, sondern auch in ihrem neuen Leben. Die nächsten Tage verbrachte Anna damit, die Stadt zu erkunden, neue Freunde zu finden und sich auf ihr Studium vorzubereiten. München fühlte sich bereits wie ein Zuhause an. Und das Oktoberfest? Das war nur der Anfang eines aufregenden neuen Kapitels in ihrem Leben.
Am Ende des Festes stand sie noch einmal auf der Theresienwiese, schaute auf die blinkenden Lichter und dachte an all die Herausforderungen, die sie überwunden hatte. Ein neuer Weg lag vor ihr, voller Möglichkeiten. Und sie wusste, dass sie alles schaffen konnte, wenn sie es nur wirklich wollte. Mit einem Lächeln auf den Lippen flüsterte sie: Auf ein neues Leben. Und drehte sich um, bereit für alles, was die Zukunft bringen würde. Das Dorf? Das Dorf liegt inmitten schöner Natur und ist sehr ruhig. Das Studium? Nach dem Studium möchte ich im Ausland arbeiten. Die Heimat? Meine Heimat ist mir sehr wichtig. Der Koffer? Ich habe meinen Koffer für die Reise gepackt. Der Abflug? Der Abflug verzögerte sich wegen des schlechten Wetters. Die Botschaft? Ich muss mein Visum bei der Botschaft beantragen. Das Visum? Ohne ein gültiges Visum kann ich nicht reisen. Der Beamte? Der Beamte hat mein Visum bearbeitet. Die Bewegung? Es gab viel Bewegung am Flughafen. Der Anruf? Ich habe einen wichtigen Anruf von der Botschaft erhalten. Die Erleichterung? Nach dem Anruf verspürte ich große Erleichterung. Das Schicksal? Manchmal fühlt es sich an, als würde das Schicksal über alles entscheiden. Der Flughafen? Am Flughafen war viel Betrieb. Das Flugzeug? Das Flugzeug landete mit Verspätung. Buchen? Ich habe meinen Flug für den Urlaub gebucht. Bearbeiten? Der Antrag wird gerade von den Beamten bearbeitet. Streichen? Der Flug wurde wegen des schlechten Wetters gestrichen. Landen? Das Flugzeug landete sicher auf der Landebahn. Anna, eine junge Frau aus einem kleinen Dorf in der Türkei, träumte schon seit ihrer Kindheit davon, nach Deutschland zu ziehen. Sie war fasziniert von der deutschen Kultur. Der Sprache und den Geschichten, die sie über das Land gehört hatte. Vor allem aber war es ihr größter Traum, einmal das berühmte Oktoberfest in München zu erleben. Doch dieser Traum schien lange unerreichbar. Nach Jahren des Sparens und harter Arbeit war der Moment endlich gekommen. Anna hatte einen Studienplatz an einer Universität in München bekommen. Ihr Studium sollte im Wintersemester beginnen, und es war perfekt. Das Oktoberfest würde genau in die Zeit ihres Umzugs fallen.
Das Oktoberfest würde genau in die Zeit ihres Umzugs fallen. Schon Monate vorher begann sie zu planen. Schon Monate vorher begann sie zu planen. Sie wollte pünktlich in München ankommen, um das Fest zu genießen und ihre neue Heimat zu entdecken. Sie wollte pünktlich in München ankommen, um das Fest zu genießen und ihre neue Heimat zu entdecken. Doch wie das Leben manchmal so spielt, kam alles anders als erwartet. Doch wie das Leben manchmal so spielt, kam alles anders als erwartet. Anna hatte die meisten ihrer Dokumente für den Umzug bereits vorbereitet. Anna hatte die meisten ihrer Dokumente für den Umzug bereits vorbereitet. Sie hatte die Wohnung in München gemietet, ihre Koffer gepackt und die Flüge gebucht. Sie hatte die Wohnung in München gemietet, ihre Koffer gepackt und die Flüge gebucht. Doch 2 Wochen vor ihrem geplanten Abflug kam eine E-Mail von der deutschen Botschaft. Doch 2 Wochen vor ihrem geplanten Abflug kam eine E-Mail von der deutschen Botschaft. Es gab ein Problem mit ihrem Visum. Es gab ein Problem mit ihrem Visum. Ein wichtiges Dokument fehlte und ohne dieses konnte sie nicht nach Deutschland einreisen. Ein wichtiges Dokument fehlte und ohne dieses konnte sie nicht nach Deutschland einreisen. Panisch rannte Anna zum Konsulat in ihrer Nähe, doch die Beamten dort waren wenig hilfsbereit. Panisch rannte Anna zum Konsulat in ihrer Nähe, doch die Beamten dort waren wenig hilfsbereit. Es kann bis zu 4 Wochen dauern, bis das Dokument bearbeitet ist, sagte ihr einer der Mitarbeiter. 4 Wochen. Es kann bis zu 4 Wochen dauern, bis das Dokument bearbeitet ist, sagte ihr einer der Mitarbeiter. 4 Wochen. Das Oktoberfest war in 2 Wochen und Anna hatte schon ihre Teilnahme geplant. Das Oktoberfest war in 2 Wochen und Anna hatte schon ihre Teilnahme geplant. Ihr Herz sank. Sie setzte alles in Bewegung. Ihr Herz sank. Sie setzte alles in Bewegung. Unzählige Telefonate, E-Mails und Bitten an die Botschaft. Unzählige Telefonate, E-Mails und Bitten an die Botschaft. Tag und Nacht machte sie sich Sorgen. Tag und Nacht machte sie sich Sorgen. Würde sie rechtzeitig ihr Visum bekommen? Würde sie rechtzeitig ihr Visum bekommen? Würde sie ihr Studium rechtzeitig beginnen können? Würde sie ihr Studium rechtzeitig beginnen können? Und, das Wichtigste für sie, würde sie es zum Oktoberfest schaffen? Und, das Wichtigste für sie, würde sie es zum Oktoberfest schaffen? An einem Donnerstagabend, als Anna schon fast alle Hoffnung verloren hatte, bekam sie einen Anruf von einer Freundin, die in Deutschland lebte. Ich habe da einen Freund, der bei der Botschaft arbeitet, sagte die Freundin. Vielleicht kann er dir helfen. Ich habe da einen Freund, der bei der Botschaft arbeitet, sagte die Freundin. Vielleicht kann er dir helfen. Diese Nachricht war ein Lichtblick für Anna. Am nächsten Morgen sprach sie mit diesem Freund.
Und durch seine Hilfe konnte ihr Visum doch schneller bearbeitet werden. Und durch seine Hilfe konnte ihr Visum doch schneller bearbeitet werden. Eine Woche später hielt sie es in ihren Händen. Eine Woche später hielt sie es in ihren Händen. Die Erleichterung war groß, doch die Zeit war knapp. Die Erleichterung war groß, doch die Zeit war knapp. Es waren nur noch 3 Tage bis zum Beginn des Oktoberfests. Es waren nur noch 3 Tage bis zum Beginn des Oktoberfests. Anna buchte sofort den nächstmöglichen Flug nach München. Anna buchte sofort den nächstmöglichen Flug nach München. Doch wieder einmal legte das Schicksal ihr Steine in den Weg. Doch wieder einmal legte das Schicksal ihr Steine in den Weg. Ihr Flug wurde wegen eines technischen Problems gestrichen. Ihr Flug wurde wegen eines technischen Problems gestrichen. Und sie musste auf den nächsten Tag umbuchen. Und sie musste auf den nächsten Tag umbuchen. Noch ein Tag verloren. Noch ein Tag verloren. Sie begann zu zweifeln, ob sie es überhaupt schaffen würde, rechtzeitig in München anzukommen. Sie begann zu zweifeln, ob sie es überhaupt schaffen würde, rechtzeitig in München anzukommen. Am Tag ihres neuen Fluges stand sie früh auf und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Am Tag ihres neuen Fluges stand sie früh auf und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Die Reise verlief ohne weitere Probleme. Die Reise verlief ohne weitere Probleme. Und als das Flugzeug schließlich in München landete, fühlte sie eine Welle der Erleichterung. Und als das Flugzeug schließlich in München landete, fühlte sie eine Welle der Erleichterung. Doch sie war noch nicht am Ziel. Doch sie war noch nicht am Ziel. Der Zug, den sie in die Stadt nehmen wollte, hatte Verspätung. Der Zug, den sie in die Stadt nehmen wollte, hatte Verspätung. Und es schien, als ob sie den Eröffnungstag des Oktoberfests verpassen würde. Und es schien, als ob sie den Eröffnungstag des Oktoberfests verpassen würde. Als Anna endlich in München ankam, war es bereits Abend. Als Anna endlich in München ankam, war es bereits Abend. Sie nahm ein Taxi direkt zum Festgelände. Sie nahm ein Taxi direkt zum Festgelände. Die Lichter des Oktoberfests funkelten in der Ferne und der Klang der Musik füllte die Luft. Die Lichter des Oktoberfests funkelten in der Ferne und der Klang der Musik füllte die Luft. Obwohl sie erschöpft war, fühlte sie sich voller Energie. Sie hatte es geschafft. Obwohl sie erschöpft war, fühlte sie sich voller Energie. Sie hatte es geschafft. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen betrat Anna das Festgelände. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen betrat Anna das Festgelände. Die Farben, die Menschen, die fröhliche Atmosphäre. Die Farben, die Menschen, die fröhliche Atmosphäre. Es war alles genauso, wie sie es sich immer vorgestellt hatte. Es war alles genauso, wie sie es sich immer vorgestellt hatte. Sie konnte kaum glauben, dass sie trotz all der Hindernisse rechtzeitig angekommen war.
Sie konnte kaum glauben, dass sie trotz all der Hindernisse rechtzeitig angekommen war. In diesem Moment wusste sie, dass all die Anstrengungen sich gelohnt hatten. In diesem Moment wusste sie, dass all die Anstrengungen sich gelohnt hatten. Sie stand mitten in München, umgeben von tausenden Menschen, die das Oktoberfest feierten. Sie stand mitten in München, umgeben von tausenden Menschen, die das Oktoberfest feierten. Und sie war endlich angekommen, nicht nur auf dem Fest, sondern auch in ihrem neuen Leben. Und sie war endlich angekommen, nicht nur auf dem Fest, sondern auch in ihrem neuen Leben. Die nächsten Tage verbrachte Anna damit, die Stadt zu erkunden, neue Freunde zu finden und sich auf ihr Studium vorzubereiten. Die nächsten Tage verbrachte Anna damit, die Stadt zu erkunden, neue Freunde zu finden und sich auf ihr Studium vorzubereiten. München fühlte sich bereits wie ein Zuhause an. München fühlte sich bereits wie ein Zuhause an. Und das Oktoberfest? Das war nur der Anfang eines aufregenden neuen Kapitels in ihrem Leben. Und das Oktoberfest? Das war nur der Anfang eines aufregenden neuen Kapitels in ihrem Leben. Am Ende des Festes stand sie noch einmal auf der Theresienwiese. Am Ende des Festes stand sie noch einmal auf der Theresienwiese, schaute auf die blinkenden Lichter und dachte an all die Herausforderungen, die sie überwunden hatte. Schaute auf die blinkenden Lichter und dachte an all die Herausforderungen, die sie überwunden hatte. Ein neuer Weg lag vor ihr, voller Möglichkeiten. Ein neuer Weg lag vor ihr, voller Möglichkeiten. Und sie wusste, dass sie alles schaffen konnte, wenn sie es nur wirklich wollte. Und sie wusste, dass sie alles schaffen konnte, wenn sie es nur wirklich wollte. Mit einem Lächeln auf den Lippen flüsterte sie, Auf ein neues Leben. Auf ein neues Leben. und drehte sich um, bereit für alles, was die Zukunft bringen würde. Und drehte sich um, bereit für alles, was die Zukunft bringen würde.